Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es bei mir Buchteln mit Streuseln. Super lecker und ganz fluffig. Die Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden. Los geht's. Ich nehme 40 Gramm Zucker, etwas Salz, ein halbes Päckchen Vanillezucker, ein halbes Päckchen Trockenhefe, dann noch 280 Gramm gesiebtes Mehl, ein Ei, 40 Gramm weiche Butter und 100 Milliliter Milch. Die Milch ist lauwarm, sie darf auch nicht zu heiß sein, denn heiße Milch würde die Eigenschaften der Hefe zerstören, das heißt, der Teig würde überhaupt nicht aufgehen. Ich verknete die Zutaten zu einem Teig, ich mache das mit einem Handmixer und dann lasse ich ihn eine Stunde gehen. Mein Teig hat sich mehr als verdoppelt, ich gebe ihn jetzt auf die Arbeitsfläche und ich verwende kein zusätzliches Mehl, der Teig hat eigentlich genug Fett und klebt überhaupt nicht. Und dann teile ich ihn in 7 Teile. Die Teigstücke habe ich diesmal auch tatsächlich abgewogen. Das geht aber auch nach Augenmaß. Die Teigstücke schleife ich dann zu Kugeln und mache schon mal die Füllung fertig. Für die Füllung nehme ich 7 gut gehäufte Teelöffel Marmelade. Diesmal ist es bei mir die Erdbeermarmelade. Sie ist etwas flüssiger und deshalb füge ich noch 1 Teelöffel Speisestärke hinzu, damit sie nicht so doll ausläuft. Dann fette ich noch die Backform mit etwas Butter ein und meine Backform hat einen Durchmesser von 22 cm. Wenn die Füllung fertig ist und die Backform eingefettet ist, wenn alles soweit startklar ist, fange ich auch endlich an, meine Buchteln zu formen. Wie das geht, ist ganz gut im Video zu sehen. Die Füllung wird praktisch von dem Teig umschlossen und die Buchtel kommt dann mit der Naht nach unten in die Backform. Sobald alle Buchteln fertig sind, lasse ich die nochmal 20 Minuten bis eine halbe Stunde gehen, also in der Backform, und mache in der Zwischenzeit schon den Streuselteig. Und dafür verknete ich einfach 1 Esslöffel kalte Butter, 2 Esslöffel Zucker und 3 Esslöffel Mehl miteinander. Zum Bestreichen für den Glanz nehme ich 1 Esslöffel Milch und ein Eigelb. Die Milch kann man auch gut weglassen, dann werden die Buchteln aber etwas dunkler. Erst bestreiche ich die Buchteln mit der Ei-Milch-Mischung, dann bestreue ich sie mit den Streuseln und dann kommen sie in den vorgeheizten Ofen und werden 25 Minuten bis eine halbe Stunde bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft gebacken. Die Backzeit hängt wie immer vom Backofen ab, meine waren eine halbe Stunde im Ofen. So sehen meine Buchteln aus, gut gefüllt, sehr weich, sehr lecker und fluffig. Ich hoffe, ihr backt sie mal nach. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!